Lektion 1: Wissen anwenden. Wir verbringen viel Zeit damit, die Theorie in diesen Büchern zu studieren. Es stimmt, dass akademisches Wissen für unsere Prüfungen sehr wichtig ist. Dieses Wissen muss man jedoch anwenden, um in der realen Welt Erfolg zu haben. Das hoffe ich auch, aber es ist besser, frühzeitig praktische Fähigkeiten zu erwerben. Viele Unternehmen suchen Mitarbeiter mit Praktikumserfahrung. Ich sollte mich diesen Sommer um eine Stelle im örtlichen Krankenhaus bewerben. Das ist eine hervorragende Idee, um Ihren beruflichen Lebenslauf aufzuwerten. Glauben Sie, dass die Technologie unsere Arbeitsweise verändern wird? Künstliche Intelligenz verändert bereits viele Branchen. Wir müssen lernen, mit diesen neuen Maschinen zusammenzuarbeiten. Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zu einer langen und erfolgreichen Karriere. Ich werde morgen früh mit der Suche nach einem Mentor beginnen. Ein Mentor kann aus seiner eigenen Lebenserfahrung sehr wertvolle Ratschläge geben. Ich bin etwas nervös vor meinem ersten Berufsantritt. Es ist normal, nervös zu sein, wenn man etwas Neues ausprobiert. Vielen Dank für Ihre Unterstützung während dieses arbeitsreichen Semesters. Wir können am Freitag gemeinsam für die Abschlussprüfung lernen. Ich bringe meine Notizen und etwas Kaffee mit. Ich werde nach weiteren Informationen zum Praktikumsprogramm suchen. Lektion 2: Historische Städte. In dieser Stadt fühlt es sich an, als wären wir in der Zeit zurückgereist. Die Gebäude sind für ihr hohes Alter sehr gut erhalten. Heute finanzieren Touristen, die Eintritt für den Besuch dieser wundervollen historischen Stadt bezahlen, einen Großteil der Arbeiten. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, die Schönheit der Gegend zu erhalten. Die Restaurierung und Instandhaltung sind sehr kostspielige Aufgaben. Ich freue mich, die Schauspieler in traditioneller Kleidung zu sehen. Sie repräsentieren den Alltag der Menschen aus der Vergangenheit. Ist das ein echter Schmied, der dort arbeitet? Ja, er stellt Eisenwerkzeuge nach uralten Methoden her. Die Atmosphäre hier ist sehr friedlich und lehrreich. Wir sollten die alte Kirche besuchen, bevor sie für heute schließt. Ich möchte ein Foto der Holztüren machen. Bitte seien Sie vorsichtig, da der Boden sehr uneben ist. Ich werde langsam gehen, damit ich nicht auf die Steine stolpere. Viele Menschen kommen hierher, um etwas über die Geschichte des Landes zu erfahren. Es ist wichtig, unsere Wurzeln und unsere Kultur nicht zu vergessen. Ich werde mir später im Souvenirladen ein Andenken kaufen. Ich hoffe, das Geld hilft, diese Stadt für immer zu erhalten. Ich bin mir sicher, dass jede Eintrittskarte dem Museum einen bedeutenden Beitrag leistet. Lektion 3: Die Reise nach Innen. Ich fühle mich in letzter Zeit sehr beschäftigt und abgelenkt. Vielleicht solltest du heute mal ein paar Minuten meditieren. Es ist erstaunlich, wie viel wir lernen können, indem wir nach innen schauen. Es ist definitiv eine Reise der Selbstfindung und des inneren Friedens. Benötigt man viel Zeit, um einen Unterschied festzustellen? Sie können mit nur 5 Minuten jeden Morgen beginnen. Es fällt mir schwer, still zu sitzen und ruhig zu sein. Konzentriere dich nur auf deine Atmung, um deinen Geist zu beruhigen. Meine Gedanken wandern ständig von einem zum anderen. Das ist normal und Sie müssen Geduld mit sich selbst haben. Ich möchte meinen Stress reduzieren und meine Konzentration verbessern.
Viele berühmte Führungspersönlichkeiten nutzen diese Technik, um produktiv zu bleiben. Ich werde mir eine einfache App herunterladen, die mir beim Lernen hilft. Das ist eine sehr beliebte Art, mit der Praxis zu beginnen. Ich hoffe, ich kann bald ein friedfertigerer Mensch werden. Sie werden die Vorteile bemerken, wenn Sie konsequent sind. Ich werde heute Abend zu Hause meine erste Trainingseinheit absolvieren. Sag mir, wie du dich fühlst, wenn wir uns morgen treffen. Ich werde Ihnen einen ausführlichen Bericht über meine Erfahrungen geben. Lektion 4. Ein wunderbarer Aufenthalt. Guten Morgen, ich hoffe, Sie hatten eine sehr erholsame Nacht. Mein Aufenthalt in diesem Hotel war absolut perfekt. Es freut uns zu hören, dass alles zu Ihrer Zufriedenheit war. Der Ausblick von meinem Balkon war wirklich atemberaubend. Gibt es sonst noch etwas, das Sie vor Ihrer Abreise heute benötigen? Nein, alles war wunderbar und ich bin sehr glücklich. Unser Küchenchef wird sich freuen zu hören, dass Ihnen das Frühstück geschmeckt hat. Der Service war sehr professionell und sehr schnell. Wir sind bestrebt, jedem Gast das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Ich werde diesen Ort all meinen Freunden empfehlen. Es wäre uns eine Ehre, Sie in Zukunft hier begrüßen zu dürfen. Haben Sie auch Hotels in anderen Großstädten? Wir haben derzeit 10 Standorte im ganzen Land. Ich werde bei meiner nächsten Reise nach Ihrer Marke Ausschau halten. Ihre Treue ist für unser kleines Unternehmen sehr wichtig. Ich habe eine positive Bewertung auf Ihrer Website hinterlassen. Vielen Dank für Ihre freundlichen und großzügigen Worte. Ich wünsche Ihnen eine arbeitsreiche und erfolgreiche Saison. Ich hoffe, dich sehr bald wieder zu sehen, Anna. Lektion 5. Unerwartete Hilfe. Ich habe heute im Internet ein sehr bewegendes Video gesehen. Ging es darum, dass Menschen anderen in ihrer Gemeinschaft halfen? Ja, es hat mich über meine eigenen vergangenen Handlungen nachdenken lassen. Gibt es eine Situation, in der du jemandem unerwartet geholfen hast, John? Ich habe einmal einem älteren Herrn geholfen, seinen platten Reifen zu reparieren. Das war sehr nett von ihm, denn er war wahrscheinlich sehr besorgt. Es regnete stark und er hatte kein Telefon. Hat er nach Beendigung der Arbeit noch etwas zu Ihnen gesagt? Er bedankte sich und bot mir eine kleine Gabe von Lebensmitteln an. Einem Fremden zu helfen kann einen großen Unterschied machen. Es macht mich glücklich, ein nützlicher Mensch zu sein. Ich habe einmal eine verlorene Geldbörse gefunden und sie dem Besitzer zurückgegeben. Der Besitzer muss sehr erleichtert gewesen sein, es zu finden. Sie weinte, weil ihr Geld für die Miete darin war. Kleine Gesten der Freundlichkeit sind es, die uns alle miteinander verbinden. Wir sollten versuchen, jeden Tag einem Menschen zu helfen. Ich stimme zu, dass die Welt momentan mehr Mitgefühl braucht. Ich werde heute nach einer Gelegenheit suchen, jemandem zu helfen. Ich werde auch aufmerksamer gegenüber meinen Mitmenschen sein. Lektion 6. Einkaufsliste. Zuerst muss der Backofen auf die richtige Temperatur vorgeheizt werden. Welche spezifischen Bedingungen gelten für diese Art von Kuchen? Stellen Sie den Backofen auf 400 Grad Fahrenheit ein. Wie lange braucht das Hähnchen, um vollständig durchgegart zu sein? Es muss etwa 45 Minuten backen. Das klingt einfach genug für einen Anfänger wie mich.
Ich werde eine Einkaufsliste für die übrigen Zutaten erstellen. Müssen wir frisches Gemüse auf dem Markt kaufen? Wir brauchen Karotten, Erbsen und eine große weiße Zwiebel. Ich werde auch hochwertige Butter für den Teigboden kaufen. Ein guter Teig muss sehr blittrig und leicht sein. Mir läuft schon beim Gedanken an dieses Essen das Wasser im Mund zusammen. Wir können den Kuchen mit einem frischen grünen Salat servieren. Das wird ein sehr gesundes und leckeres Abendessen. Bitte prüfen Sie, ob wir genügend Mehl in der Speisekammer haben. Wir haben einen vollen Sack Mehl, der sofort einsatzbereit ist. Dann haben wir alles, was wir zum Backen brauchen. Ich werde in den Laden gehen und das Gemüse holen. Ich werde das Hähnchen zubereiten, während du weg bist. Lektion 7. Neuer Laden. Dieses neue Einkaufszentrum ist viel größer, als ich erwartet hatte. Die Architektur ist sehr modern und sehr hell. Ich habe gehört, dass hier eine bekannte Marke ein Geschäft eröffnet. Es klingt gut. Ich bin schon sehr gespannt, was es zu bieten hat. Sie verkaufen sehr einzigartige Kleidung und Accessoires für Männer. Ich möchte mir heute die neue Schuhkollektion ansehen. Dort drüben am Eingang ist eine sehr lange Schlange. Die Leute sind schon ganz aufgeregt wegen des großen Eröffnungsverkaufs. Wir sollten ein paar Minuten warten, bis sich die Menge bewegt. Ich hoffe, Sie haben meine Größe in den roten Stiefeln. Du hast ein sehr gutes Auge für Mode und Stil. Danke, ich trage gerne Dinge, die anders sind. Dieser Laden wird bei der lokalen Jugend sehr beliebt sein. Die Preise scheinen für die gebotene Qualität sehr angemessen zu sein. Ich kaufe mir einen neuen Ledergürtel, wenn er im Angebot ist. Lasst uns jetzt hineingehen, da die Schlange kürzer ist. Ich werde Ihnen bis zur Rückseite des Ladens folgen. Ich glaube, ich sehe die roten Stiefel in der Nähe des Fensters. Ich warte hier, während Sie sie anprobieren. Lektion 8. Aufgezeichnete Nachricht. Es ist wichtig, beim Beantworten von Anrufen professionell zu klingen. Ich möchte bei unseren Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. Ihre Begrüßung sollte einfach und sehr höflich sein. Was soll ich tun, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch bin? Falls Sie keine Anrufe entgegennehmen können, erklären Sie dies bitte deutlich. Soll ich das in meine Sprachnachricht aufnehmen? Ja, das sollten Sie vielleicht in Ihrer Aufnahme erklären. Ich werde Ihnen Bescheid geben, wann ich ins Büro zurückkehre. Bitten Sie sie außerdem, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer zu hinterlassen. Ich werde meine Nachrichten tagsüber stündlich abrufen. Das ist eine sehr effiziente Art, seine Zeit einzuteilen. Vielen Dank, dass Sie mir diese wichtigen Bürokenntnisse vermittelt haben. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu zufriedenen Kunden. Ich werde meine neue Begrüßung jetzt gleich aufnehmen, John. Bitte sprechen Sie langsam und deutlich. Ich werde meinen Text einmal durchgehen, bevor ich die Aufnahme mache. Ich bin sicher, dass Sie eine sehr gute Arbeit leisten werden. Ich bin heute viel zuversichtlicher, was meine Arbeit angeht. Ich werde mir Ihre Nachricht später anhören, um Ihnen helfen zu können. Lektion 9. Schwarze Kirche. Stephen Foster hat viele Lieder geschrieben, die wir auch heute noch kennen. Seine Musik war von den Klängen seiner Kindheit beeinflusst. Als kleiner Junge war er in eine schwarze Kirche gebracht worden.
Die Musik dort war sehr emotional und sehr kraftvoll. Er hörte in dieser Zeit viele geistliche Lieder, die oft gespielt wurden. Diese Erfahrung half ihm, einen neuen Musikstil zu kreieren. Es ist interessant, wie unterschiedliche Kulturen unsere Kunst beeinflussen. Seine Lieder erfreuten sich weltweit großer Beliebtheit. Manche Leute finden seine Texte heutzutage kontrovers. Wir müssen die Geschichte mit sehr kritischem Blick betrachten. Es ist wichtig, den Kontext der Vergangenheit zu verstehen. Musik hat die Kraft, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen. Foster wird oft als Vater der amerikanischen Musik bezeichnet. Ich möchte mir einige seiner eigenen Melodien anhören. Im Museum gibt es eine Station, an der man Kopfhörer benutzen kann. Ich werde jetzt dorthin gehen, um mir die alten Aufnahmen anzuhören. Ich werde mich Ihnen anschließen, um mehr über sein Leben zu erfahren. Geschichte ist interessanter, wenn man die Musik dazu hört. Ich werde das Informationsbuch über seine frühen Jahre finden. Lektion ziehen, olympisches Ziel. Die Athleten wirken sehr stolz darauf, ihre Nationen zu vertreten. Die Olympischen Spiele sind eine sehr alte und edle Tradition. Sie bergen die Möglichkeit einer friedlicheren Welt. Ich stimme zu, dass Sport viele verschiedene Kulturen zusammenbringen kann. Damit ist das ursprüngliche Ziel von Pierre de Coubertin erfüllt. Er wollte, dass der Sport zu einer besseren Gesellschaft beiträgt. Der Wettbewerb sollte fair und respektvoll für alle sein. Es ist inspirierend, ein so hohes Maß an menschlichem Können zu sehen. Sind die Spiele Ihrer Meinung nach zu teuer für die Austragungsstätte? Es ist heute ein sehr kontroverses Thema in den Nachrichten. Manche Städte haben Schwierigkeiten, die neuen Stadien zu finanzieren. Die Spiele locken jedoch viele Touristen in die Region. Das ist eine sehr große Verantwortung für jede moderne Stadt. Ich hoffe, der Fokus bleibt auf dem Kampfgeist der Athleten. Die ganze Welt verfolgt diese Spiele mit großer Begeisterung. Ich werde die Läufer im letzten Rennen anfeuern. Ich hoffe, Sie brechen heute Abend den Weltrekord. Das wird ein historischer Moment für den Sport sein. Ich bleibe hier, um das gesamte Ereignis mitzuverfolgen. Lektion 11. Verboten für Frauen. Ich schreibe eine Arbeit über die Geschichte des Schulsports. Wussten Sie, dass sich der Sportunterricht stark verändert hat? Als die Programme erstmals organisiert wurden, waren sie ganz anders. In Nordamerika war es Frauen verboten, teilzunehmen. Das erscheint uns modernen Studenten gegenüber sehr unfair. Sie nutzten angeblich medizinische Gründe, um Frauen auszuschließen. Sie glaubten, dass intensive körperliche Betätigung gefährlich für sie sei. Wir wissen heute, dass Bewegung für jeden Menschen gesund ist. Es bedurfte vieler Jahre des Protests, um diese alten Regeln zu ändern. Frauen kämpften für das Recht zu spielen und an Wettkämpfen teilzunehmen. Heute zählen Sportlerinnen zu den Besten der Welt. Ich bin froh, dass diese alten Vorstellungen nicht mehr akzeptiert werden. Gleichberechtigung im Sport ist ein sehr wichtiges gesellschaftliches Thema. Jeder Schüler sollte die gleichen Lernmöglichkeiten haben. Ich werde diese Fakten in meine Abschlussarbeit im Fach Geschichte einbeziehen. Sie sollten auch die berühmten Anführer der Bewegung erwähnen. Ich werde in der Schulbibliothek nach ihren Namen suchen.
Ihre Arbeit wird unseren Professor sehr interessieren. Ich werde die erste Seite vor der nächsten Stunde fertigstellen. Lektion 12: Gemeinschaftsclub. Am Brett neben dem Aufzug hängt ein neuer Aushang. Geht es um den örtlichen Gartenverein in unserem Park? Ja, sie suchen diesen Monat neue Mitglieder. Hättest du Interesse, einem Gemeinschaftsverein beizutreten, John? Ja, ich möchte neue Leute kennenlernen und der Stadt helfen. Ich genieße es, Blumen und frische Kräuter auf meinem Balkon anzubauen. Sie wären ein sehr wertvolles Mitglied der Gruppe. Das ist eine großartige Möglichkeit, unsere lokale Umwelt zu verbessern. Sie treffen sich jeden Samstagmorgen im Gemeindezentrum. Ich werde mich heute nach der Arbeit in die Liste eintragen. Wir können jedes Wochenende gemeinsam zu den Treffen gehen. Ein Hobby zu haben, macht das Leben viel interessanter. Ich möchte lernen, wie ich mein eigenes Gemüse anbaue. Frische Tomaten aus dem Garten schmecken viel besser. Es ist außerdem eine sehr gesunde Art, seine Zeit zu verbringen. Ich freue mich auf unser erstes Treffen mit den Nachbarn. Ich werde einige Gartengeräte mitbringen, die wir benutzen können. Vielen Dank, dass Sie mir von dieser wunderbaren Gelegenheit erzählt haben. Ich freue mich, einen Weg gefunden zu haben, unserer Gemeinschaft zu helfen. Lektion 13: Gemeinsame Rechnung. Ich bin heute in den Supermarkt gegangen, um Milch und Brot zu kaufen. Ich habe gestern vergessen, dir das Geld für diese Artikel zu geben. Mach dir darüber jetzt überhaupt keine Gedanken, Anna. Ich möchte sicherstellen, dass wir beide unseren fairen Anteil zahlen. Fügen Sie es einfach unserem gemeinsamen Lebensmitteleinkauf für den Monat hinzu. Das ist eine sehr einfache Art, unsere Haushaltsfinanzen zu verwalten. Ich habe den Kassenbon in meinem Portemonnaie für Ihre Unterlagen. Wir sollten bei unserem nächsten Besuch mehr Obst kaufen. Ich werde es auf die Liste am Kühlschrank schreiben. Benötigen wir Reinigungsmittel für die Küche? Wir haben genug Seife, aber wir brauchen mehr Schwämme. Ich hole sie morgen auf dem Heimweg ab. Ich werde die Internetrechnung heute Abend bezahlen. Vielen Dank, John, dass Sie diese Aufgabe für uns übernommen haben. Wenn es um Hausarbeiten geht, sind wir ein sehr gutes Team. Das Zusammenleben ist viel einfacher, wenn wir gut organisiert sind. Ich stimme zu, dass klare Kommunikation sehr hilfreich ist. Ich werde heute Abend den Gesamtbetrag unserer Rechnung überprüfen. Ich bereite das Abendessen vor, während du die Berechnungen durchführst. Lektion 14: Gitarre nehmen. Du hast das Lied mit viel Gefühl gespielt, Anna. Vielen Dank, ich war vor dem Start sehr nervös. Ich übe jeden Tag eine Stunde lang Gitarre zu Hause. Das ist ein beachtliches Engagement für Ihre musikalische Kunst. Hast du dein Talent schon vielen Menschen gezeigt? Das ist das erste Mal, dass ich vor Publikum spiele. Du klingst schon wie ein professioneller Musiker. Ich möchte nächstes Jahr einer lokalen Band beitreten. Du hast das Talent, auf der Bühne sehr erfolgreich zu sein. Welchen Musikstil spielst du am liebsten? Ich spiele gerne Klassikrock und einige Jazzmelodien. Musik ist eine universelle Sprache, die jeder versteht. Es ist eine wunderbare Art, seine Gefühle auszudrücken. Ich werde weiterhin jeden Morgen vor der Schule üben.
Konstanz ist der einzige Weg, um Ihre Ziele zu erreichen. Ich hoffe, schon bald meine eigenen Lieder schreiben zu können. Ich werde Ihnen zuhören, wenn Sie bereit sind, Anna. Deine Unterstützung bedeutet mir als Freund sehr viel. Ich helfe dir dabei, einen nächsten Auftrittsort zu finden. Lektion 15. Wettereinflüsse. Es regnet heute Nachmittag sehr stark. Das Wetter hat einen großen Einfluss auf unseren Alltag, John. Das gilt insbesondere für unsere Aktivitäten im Freien. Ich wollte heute im Park joggen gehen. Jetzt müssen wir drinnen bleiben, um trocken und warm zu bleiben. Macht dich das kalte Wetter ein bisschen traurig? Ich bevorzuge den hellen Sonnenschein der Sommermonate. Bei solchem Regen bleiben viele Menschen zu Hause. Der Verkehr auf der Hauptstraße fließt sehr langsam. Ich hoffe, der Bus kommt pünktlich, damit wir nicht zu spät kommen. Ich werde die Ankunftszeit auf meinem Handy überprüfen. Die Wissenschaft sagt, dass Sonnenlicht sehr wichtig für die Gesundheit ist. Deshalb fühlen sich die Menschen im Frühling besser. Wir sollten für heute Abend eine Aktivität in geschlossenen Räumen planen. Wir könnten ins Kino gehen und uns einen neuen Film ansehen. Das ist ein perfekter Plan für einen verregneten Freitagabend. Ich suche jetzt gleich nach den Kinoprogrammen. Der Bus kommt dort drüben um die Ecke. Ich halte den Regenschirm, während Sie in den Bus einsteigen. Lektion 16. Natur in Innenräumen. Du hast viele schöne Pflanzen in deinem Wohnzimmer. Ich liebe es, die Natur direkt hier in meiner Wohnung zu haben. Das ist wirklich eine tolle Möglichkeit, die Natur ins Haus zu holen. Dadurch fühlt sich die Luft viel frischer und sauberer an. Ist es schwierig, sich um so viele verschiedene Arten zu kümmern? Sie müssen wissen, wie viel Wasser jedes einzelne Tier täglich benötigt. Diese grüne Pflanze hat sehr große und glänzende Blätter. Das ist eine tropische Pflanze, die die helle Sonne liebt. Ich möchte mir eine kleine Pflanze für meinen Schreibtisch im Büro kaufen. Ein kleiner Kaktus ist für Anfänger sehr einfach zu pflegen. Ich werde am Samstag auf dem lokalen Markt danach suchen. Pflanzen helfen auch dabei, Stress bei der Arbeit abzubauen. Ich brauche mehr Ruhe während meiner stressigen Arbeitszeit. Ich kann Ihnen einen kleinen Ableger dieser Pflanze geben. Das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie Ihr Hobby mit uns teilen. Ich werde es dir heute in einen kleinen Topf füllen. Ich werde sehr gut darauf aufpassen, versprochen. Sie werden sehen, wie viel Freude ein wenig Natur bereitet. Ich werde einen guten Platz dafür in der Nähe des Fensters finden. Lektion 17. Stapel sortieren. Du hast eine Menge Kleidung in diesem kleinen Kleiderschrank. Ich habe meine Sachen schon sehr lange nicht mehr aufgeräumt. Sobald Sie diese sortiert haben, können wir sehen, was Sie benötigen. Geh jeden Stapel durch und sei ehrlich zu dir selbst, Anna. Trägst du diesen alten gelben Pullover immer noch? Ich habe diesen Pullover seit 3 Jahren nicht mehr getragen. Dann sollte es in den Spendenstapel für andere wandern. Es macht mich ein bisschen traurig, meine alten Sachen wegzugeben. Sie werden viel mehr Platz für Ihre neue Kleidung haben. Das stimmt, und ein aufgeräumter Kleiderschrank ist sehr befriedigend. Wir sollten Ihre Schuhe nach Farbe und Stil sortieren.
Das wird mir helfen, mich morgens schneller fertig zu machen. Ich werde die Wintermäntel nach hinten in den Kleiderschrank stellen. Wir werden sie erst im November benötigen. Sie meistern diese schwierige Aufgabe sehr gut. Ich weiß deine Hilfe bei diesem komplizierten Projekt sehr zu schätzen, John. Wir sind fast fertig mit dem letzten Regal. Ich werde die Spendentüten zum Wohltätigkeitszentrum bringen. Ich helfe Ihnen jetzt gleich dabei, sie zu Ihrem Auto zu tragen. Lektion 18. Herausfordernde Aussagen. Der Zeuge gibt jetzt seine Aussage vor dem Richter ab. Der rechtliche Prozess ist sehr streng und sehr detailliert. Der Zeuge wird vom Anwalt des Angeklagten ins Kreuzverhör genommen. Dies gewährleistet, dass die Wahrheit vor Gericht ans Licht kommt. Das bedeutet, dass die Aussagen eines Zeugen angefochten werden können. Der Anwalt sucht nach Fehlern in der Geschichte. Es ist ein Recht, das jeder Angeklagte in unserem System hat. Glauben Sie, dass es schwierig ist, Zeuge zu sein? Es kann sehr stressig sein, so viele Fragen zu beantworten. Der Richter muss während des gesamten Prozesses neutral bleiben. Die Jury wird entscheiden, ob die Person schuldig oder unschuldig ist. Gerichtsverfahren können manchmal sehr lange dauern. Wir müssen die Beweisregeln sehr sorgfältig studieren. Ich möchte später einmal Strafverteidiger werden. Sie haben ein sehr logisches Denkvermögen für den juristischen Beruf. Vielen Dank, ich werde weiterhin fleißig im Unterricht arbeiten. Wir sollten einem echten Prozess im örtlichen Gerichtsgebäude beiwohnen. Das wäre eine sehr wertvolle Lernerfahrung für uns. Ich werde den Zeitplan für nächsten Dienstagvormittag überprüfen. Lektion 19. Kulturelle Ehe. Wir beschäftigen uns heute mit den verschiedenen Arten der Ehe. In manchen Kulturen spielen Familien eine sehr große Rolle bei der Wahl. Manche glauben, dass diese Gewerkschaften stabiler sind. In diesen Gesellschaften ist die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung geringer. Das ist in den westlichen Ländern ein sehr kontroverses Thema. Im Westen bevorzugen die Menschen es, ihre Partner selbst zu wählen. Sie glauben, dass die persönliche Liebe der wichtigste Faktor ist. Die Scheidungsrate ist in diesen Ländern jedoch deutlich höher. Glauben Sie, dass Verwandte zum Gelingen einer Ehe beitragen können? Sie können emotionale Unterstützung und nützliche Ratschläge bieten. Aber jedes Paar braucht auch sein Privatleben. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zu einer gesunden und langen Beziehung. Die Kultur verändert sich langsam, während die Welt immer stärker vernetzt wird. Wir sehen heute viele junge Menschen, die neuen Traditionen folgen. Mich interessiert, wie die moderne Familie in naher Zukunft aussehen wird. Die Soziologie hilft uns, diese globalen Veränderungen zu verstehen. Ich werde meine Recherchen zu diesem Thema an diesem Wochenende abschließen. Ich kann Ihnen einige Artikel aus meinen jüngsten Studien zur Verfügung stellen. Ich werde sie lesen, bevor wir uns am Montag zum Unterricht treffen. Lektion 20. Neue Brille. Du siehst heute Abend ganz anders aus, Anna. Ich trage heute zum ersten Mal meine neue Brille. Ja, mir ist aufgefallen, dass sie Ihnen hervorragend stehen. Wo hast du die her, Anna? Ich habe sie in der kleinen Boutique im Stadtzentrum gekauft. Sie sind sehr modisch und passen perfekt zu Ihrem Gesicht.
Ich brauchte ein neues Paar, weil meine alten kaputt waren. Sehen Sie mit diesen neuen Linsen viel besser. Alles ist jetzt gestochen scharf und klar. Es ist wichtig, beim Arbeiten die Augen zu schützen. Ich verbringe jeden Tag viele Stunden damit, auf einen Computer zu starren. Sie sollten alle 20 Minuten eine Pause machen. Ich werde versuchen, das meine Gesundheit zuliebe zu beherzigen. Gibt es dieses Gestell auch in anderen Farben? Es gibt sie in Schwarz, Silber und auch in Blau. Vielleicht gehe ich in den Laden und schaue selbst nach. Ich kann Ihnen die Adresse der Boutique später geben. Vielen Dank. Ich würde mir Ihre Kollektion gerne ansehen. Ich sende Ihnen den Standort jetzt sofort auf Ihr Handy. Lektion 21 Schenken. In unserer Kultur gibt es viele verschiedene Arten von Partys. Die Menschen feiern, wenn sie die Schule abschließen oder einen neuen Job bekommen. Meine Nachbarn haben letzte Woche ein Baby bekommen. Es gibt hunderte Gründe, eine Party zu feiern. Bei manchen Partys ist es üblich, dem Gastgeber ein Geschenk mitzubringen. Was eignet sich als Geschenk für eine Einweihungsparty? Eine Pflanze oder eine gute Flasche Olivenöl sind traditionell. Muss das Geschenk immer sehr teuer sein? Nein, ein liebevoll ausgewähltes Geschenk ist viel besser als ein teures. Ich verschenke gerne Dinge, die man im Haushalt gebrauchen kann. Es zeigt, dass dir deine Freunde und Familie wichtig sind. Manchmal genügt eine einfache Karte, um seine Liebe auszudrücken. Manche Leute veranstalten auch einfach nur Partys, um ihre Nachbarn kennenzulernen. Soziale Kontakte pflegen ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres täglichen Lebens. Ich plane ein kleines Abendessen zu meinem Geburtstag nächsten Monat. Ich werde dir ganz bestimmt ein besonderes Geschenk mitbringen. Ich freue mich darauf, alle bei mir zu Hause zu sehen. Ich helfe dir bei der Dekoration für die Party. Ich werde heute Abend mit der Erstellung der Gästeliste beginnen. Lektion 22 Hohe Vulkane. Ich möchte eines Tages die Hauptinsel von Hawaii besuchen. Dort befinden sich mehrere sehr berühmte Vulkane. Mauna Loa und Mauna Kea sind beide derzeit inaktiv. Diese Vulkane sind beide sehr hoch und ragen gewaltige Höhen in den Himmel. Sie ragen über 4000 Meter über den Meeresspiegel hinaus. Das ist eine sehr beeindruckende Höhe für jeden Berg. Wissenschaftler untersuchen sie, um mehr über die Erde zu erfahren. Es ist sicher, in der Nähe des Vulkangipfels zu spazieren. Ja, viele Touristen fahren dorthin, um nachts die Sterne zu sehen. Die Luft muss in dieser großen Höhe sehr kalt sein. Sie müssen auch im Sommer einen dicken Mantel tragen. Hawaii ist berühmt für seine einzigartige und natürliche Schönheit. Ich möchte die schwarzen Sandstrände in Küstennähe sehen. Die Natur ist sowohl kraftvoll als auch wunderschön, John. Wir sollten diese besonderen Orte für die Zukunft schützen. Ich werde nach weiteren Fotos der Hawaii-Inseln suchen. Ich werde eine Karte der Wanderwege für uns heraussuchen. Wir können für nächstes Jahr eine lange Reise planen. Ich werde anfangen, Geld für unsere Flugtickets zu sparen. Lektion 23 Samstagspark. Die Wettervorhersage für dieses Wochenende ist sehr gut. Wir sollten etwas Zeit draußen an der frischen Luft verbringen. Perfekt, lass uns diesen Samstag zum Spaß treffen.
Ein schöner Tag im Park wäre sehr entspannt für uns. Wir können ein paar belegte Brötchen und etwas kalten Saft mitbringen. Ich bringe eine Frisbee mit, damit wir ein Spiel spielen können. Im Zentrum des Parks befindet sich ein wunderschöner See. Kann man dort ein kleines Boot für eine Stunde mieten? Ja, es ist eine sehr beliebte Aktivität für Familien. Ich hoffe, der Park ist am Samstag nicht zu überfüllt. Wir sollten früh ankommen, um einen guten Platz zu finden. Ich werde Sie um 10 Uhr am Haupttor treffen. Ich werde mein neues Buch mitnehmen und unter den Bäumen lesen. Es wird ein sehr friedlicher und glücklicher Tag für uns werden. Ich freue mich schon auf unser kleines Picknick. Ich werde das Essen am Freitagabend vorbereiten. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei den Vorbereitungen. Ich freue mich, Zeit mit einem guten Freund zu verbringen. Wir sehen uns am Samstagmorgen, Anna. Lektion 24 Kleider. Du musst ein sehr elegantes Kleid für die Zeremonie finden. Ich suche ein blaues Kleid, das nicht zu kurz ist. Sie sollten sich deren Kleiderabteilung online ansehen. Sie bieten eine große Auswahl an Farben und verschiedenen Stilen. Dieses lange Seidenkleid sieht sehr professionell und schön aus. Der Preis ist für mein aktuelles Budget etwas zu hoch. Vielleicht haben Sie ja über dieses Feiertagswochenende einen Ausverkauf. Ich werde jetzt die Rabattseite auf Ihrer Website überprüfen. Bieten Sie kostenlosen Versand in unsere Stadt an. Ja, ab einem Bestellwert von $50 ist der Versand kostenlos. Das ist ein sehr gutes Angebot für einen Online-Kauf. Ich möchte sicherstellen, dass der Stoff von hoher Qualität ist. Sie können die Kundenrezensionen unten lesen. Viele Leute sagen, dass die Größenangaben sehr genau sind. Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des besten Kleides für die Hochzeit. Ich glaube, das dunkelgrüne Kleid ist mein Lieblingskleid. Ich stimme zu, dass Ihnen die grüne Farbe sehr gut steht. Ich lege es jetzt gleich in meinen Warenkorb. Ich helfe Ihnen gerne bei der Bezahlung mit meiner Kreditkarte. Lektion 25 Reiseliste. Wir müssen sicherstellen, dass wir alles auf unserer Liste haben. Ich habe meinen Anzug und meine eleganten Schuhe bereits eingepackt. Großartig. Was sollten wir der Liste noch hinzufügen? Vergessen Sie nicht Ihren Ladeadapter und eine Karte der Umgebung. Ich muss auch meinen Laptop für die Präsentation mitbringen. Sind die Dateien auf einem kleinen USB-Stick gespeichert? Ja, ich habe eine Sicherungskopie in meiner Ledertasche. Wir sollten vorsichtshalber einen kleinen Regenschirm mitnehmen. Das Wetter in London kann sehr unberechenbar sein. Ich werde einen kleinen Erste-Hilfe-Kasten in meinen Koffer packen. Das ist eine sehr kluge und praktische Idee, Anna. Wir müssen 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein. Ich werde morgen früh um 6 Uhr ein Taxi rufen. Ich bin etwas nervös wegen des Langfluges. Sie können Filme schauen oder Musik hören, um sich zu entspannen. Ich werde versuchen zu schlafen, damit ich fit für die Arbeit bin. Wir werden eine sehr erfolgreiche Reise zusammen haben. Ich werde meinen Pass noch einmal überprüfen. Ich werde die Hotelreservierung jetzt gleich noch einmal überprüfen.